Hallo Leute, wir sind die Avengers. Heute mit Divok wieder mal dabei und mit meiner Wenigkeit. Und heute sind wir im Kriegstutorial. Und zwar How to Kill die Young Avengers. Die ist das neue Kriegsverteidigungsteam. Und wir haben zwei aktuelle, ich sag mal, durchaus kann man sagen, Konter gegen dieses Team. Wollen wir euch heute vorstellen, wie man gegen die kämpft. Und wenn euch interessiert, was man da tun muss, um zu gewinnen, dann bleibt beim Video dabei. Bevor wir anfangen, kurzer Hinweis, unser Gewinnspiel geht, bis wir die 1000 Abos erreicht haben. Ihr könnt gewinnen, einen 50 € Amazon-Gutschein. Was müsst ihr tun? Dieses Video kommentieren, sagt uns, ob ihr schon mal gegen die Young Avengers gewonnen habt mit einem dieser Teams oder was ihr sonst gegen dieses Team noch verwendet. Die Regeln gibt es auch nochmal auf unserem Discord-Server. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten war es das, glaube ich. Ihr könnt auch die ganzen anderen Videos, die wir seit Februar veröffentlicht haben, kommentieren, dann steigert ihr eure Gewinnchance. So. Genau, und abonnieren müsst ihr den Kanal auch noch. Abonnieren, kommentieren und liken. Genau. Hier bei dem Video. Ganz wichtig. So, aber wir fangen jetzt an. Also wir haben, wie gesagt, zwei Konter, die wir euch vorstellen möchten, um die Young Avengers zu erledigen. Und Spoiler-Alarm, wir verzichten heute auf die Waffe X. Genau. Das heißt, die Waffe X funktioniert sowieso, das ist eine Overkill. Wir haben dieses Team hier, die X-Factor und dann noch was ihr vielleicht nie erwartet habt, was auch ganz gut funktioniert. Zeigen wir euch dann im Laufe des Videos. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Genau. Ihr seht unten, das ist jetzt eine Kriegsübung, die wir gemacht haben. Das heißt, wir haben keine Raumbuffs. Und das müsst ihr natürlich berücksichtigen, wenn ihr kämpft. Und das Team, gegen das wir kämpfen, ist relativ ausgeglichen. Das ist auch noch ein wichtiges Thema, weil manchmal ist es ja so, dass man extreme Unterschiede hat, aber hier ist man relativ solide, nur die Echo ist ein kleines bisschen schwächer, aber ansonsten ein sehr, sehr ausgeglichenes Team. Genau, das seht ihr unten an der Teamkraft. So, und das X-Factor-Team, das ich hier benutze, Longshot und Shatterstar sind beide ziemlich stark bei mir und Zemo ebenfalls und die anderen beiden eher nicht. Multiple Man und Polaris sind, glaube ich, nur G14 oder so. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wir brauchen hauptsächlich wirklich Longshot und Shatterstar sind hier die wichtigsten Charaktere. Genau. So, wir gucken es uns mal an. So, also, wir haben folgende Strategie mal als die effizienteste Variante gewählt. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie stark die einzelnen Gegner sind. Wir beginnen den Kampf immer mit Zemo, der seine Ulti verwenden kann. Und die wollen wir natürlich auf Scribble Girl setzen, damit sie nicht ihre Heilung verwendet, wenn sie dran ist und dass sie nicht so schnell drankommt. So, danach kommt Shatterstar. Wir haben hoffentlich einen Crit erzielt mit Zemo, damit wir die Tempoleiste durch Longshot bekommen. Sonst könnte es schon knackig werden an dem Punkt. Also wenn Parieren auf den drauf ist, muss man immer bedenken, ist auch die Crit-Chance verringert. Da kann es schon mal zu Ende sein. Aber es ist auch ein 100k Punch-Up, muss man auch immer berücksichtigen. Also bei einem Punch-Across sieht es dann nochmal leichter aus. So, wir machen weiter mit der Special. Defense Down auf alle Gegner. Auch wieder ein Crit erzielt, somit ist Longshot dran. Und dann haben wir gesagt, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir konzentrieren uns darauf, Squirrel Girl umzuhauen, damit wir diese Heilung komplett erstmal weg haben. Das ist jetzt so mein erster Gedanke gewesen. Aber wir haben festgestellt, die bessere Taktik ist eigentlich, Kate Bishop direkt rauszunehmen. Richtig. Mit der Ulti von Longshot, weil sie macht einen Blind mit ihrer Ulti und das können wir dann umgehen. Das Blind geht immer auf den mit dem höchsten Schaden, das wäre Longshot gewesen. Ja. Und dazu kommt noch die Passive, die ja auch immer, wenn ein Young Avenger angegriffen wird, nochmal einen Blind zufällig verteilen kann. So. Und das ist natürlich auch extrem nervig. Und jetzt kommt der Witz an der Sache. Ihr habt ja gerade gesehen, wir haben mit den Dupes von Multiple Man können positive Effekte von dem Gegner entfernt werden. Und sobald das Spot von Miss Marvel weg ist, dann könnt ihr Echo anvisieren. Und wenn ihr jetzt mal darauf achtet, ich habe es nämlich nicht gemacht, aber wenn ihr mal darauf achtet, also nachdem ihr Echo anvisiert habt, könnt ihr den Kampf auf Auto stellen. Ab jetzt drücke ich einfach nur noch den Skill durch. Ihr seht, das ist immer Echo im Visier. Echo muss als nächstes sterben. Wir haben zerrüttet drauf von Polaris auf Miss Marvel, sodass die keinen Spot mehr bekommt. Die Special von Longshot, auch Auto. Die Ulti von Multiple Man läuft auch im Auto. Die Special von Polaris geht natürlich auf das anvisierte Ziel Echo. Wäre auch Auto. Weil im Auto wechselt der Computer dann nicht mehr
das Ziel. So. Ja, und jetzt sind Echo und Kate Bishop schon tot. Und der Rest ist völlig egal. Ja, durch die Konter, die jetzt drauf waren, stirbt auch noch Miss Marvel, weil die ihre Ulti gezogen hat. Genau, und jetzt habe ich tatsächlich auf Auto gestellt, aber ihr habt gesehen, hätte ich auch schon früher machen können. Also das ist halt ein Witz. Ne? Es ist schon ziemlich heftig, aber wichtig ist tatsächlich, also die Kate Bishop hat tatsächlich immer dafür gesorgt, dass so die wichtigsten Mechanismen nicht funktioniert haben. Die hat immer den Longshot geblindet, weil er immer den höchsten Schaden hat. Dadurch konntest du die Ulti nicht ziehen. Gleichzeitig ist ein Riesenthema, dass die Kate Bishop am wenigsten Leben hat. Also ihr müsst bei der Squirrel Girl auf gleichem Kraftlevel nochmal 200.000 mehr weghauen oder 250.000 Lebenspunkte. Korrekt, ja. Und deswegen ist die Bishop einfach die beste Wahl gewesen. Richtig. Da muss man natürlich auch sagen, bei einer stärkeren Kate Bishop kann das natürlich nochmal anders sein. Jetzt am Anfang haben die Leute sie noch nicht so stark, weil die Sterne noch fehlen. Also sowas muss man natürlich immer berücksichtigen. Aber sie hat hier 150.000 Kraft schon gehabt. Also unsere Kollegin Siralia hat hier schon eine richtig starke Kate am Start gehabt. Und trotzdem hat das gereicht. Das, wie gesagt, auch nochmal wichtig, das mit dem Parieren-Buff muss man noch berücksichtigen. Die Raumbuffs sind natürlich auch nochmal entscheidend. Aber es ist ein 100k Punch-Up gewesen und das lief im Endeffekt ja schon zu 70% komplett auf Auto. Man muss dazu aber auch sagen, dieses Team ist eindeutig darauf ausgelegt, dass da viel reingebuttert wird. Ab einem gewissen Niveau, wenn du richtig Kohle in das Team investiert hast, funktioniert dieser Konter logischerweise nicht mehr, weil die Charaktere auch zu alt sind. Also der Schadensoutput von Longshot ist immer noch super, aber sobald ihr das Team hochgepusht habt und eine Kate eben nicht mehr stirbt, dann kannst du das Ganze vergessen. Dann brauchst du Waffe X, weil sonst klappt das gegen das Team nicht. Aktuell, in den nächsten Wochen, könnte das locker noch damit machen. Genau, das denke ich nämlich auch. Aber wir haben noch einen Kampf, und zwar noch ein zweites Team, das wir euch gerne zeigen möchten. Und das ist dieses Team hier, das mit 537.000 gegen 705.000. Also ist das gleiche Team, gegen das wir gerade mit der Waffe X gekämpft haben. Nee, Quatsch, X-Factor. Auch ein X dabei, ja. Und die sind ja, Shadowland und X-Factor haben wir ja schon immer relativ gleichmäßig stark eingeschätzt im Krieg. Hier gibt es jetzt noch zu beachten, dass die Reihenfolge der Charaktere bei Shadowland eine andere ist, wenn sie nicht mit Parieren starten durch den Hangar. Weil Moon Knight kriegt, glaube ich, Tempoleiste. Er kriegt Tempoleiste bei Erscheinen, wenn er Parieren hat. Genau. Und dadurch kommt er vor White Tiger dran. Genau. Macht aber eigentlich nicht so viel aus. Ihr werdet es gleich im Kampf sehen. Das macht auch was aus, sorry. Wenn er jetzt als erstes dran wäre, dann würde er jetzt erstmal alle positiven Effekte der Gegner entfernen. Defense Up würde weg sein und wir hätten direkt die negativen Effekte auch mit dabei. Und mit Glück sogar noch Defense Down, ne? Mit Glück Defense Down und Blinds. Ja. Es ist immer RNG auch mit dabei, vor allem bei Moon Knights Ulti am Anfang. Wir gucken mal, wie es weitergeht. So, jetzt haben wir Elektra, die Ulti auf Miss Marvel, um ihr Zerrütte zu geben. So, dann machen wir den Ability-Block mit der Special von White Tiger auf Squirrel Girl. Genau. Das wollten wir am Anfang immer. Die soll nicht heilen und cleansen können. Das ist ein wichtiges Thema. So, und jetzt kommt Moon Knight dran, der ja eigentlich schon früher dran kommen sollte. Und der macht jetzt alle positiven weg und die negativen. Und jetzt haben wir, wie ihr seht, ziemliches Glück gehabt. Wir haben nämlich 2 Runden Blind auf Miss Marvel, 2 Runden Blind auf Echo und 2 Runden Blind auf Squirrel Girl. Dadurch verringern wir extrem den Schaden, den wir bekommen, was sehr wichtig ist. So, und dann ist die Taktik eine ähnliche, wie wir sie gerade mit Waffe X, mit X-Factor. Wir gehen zuerst auf Kate Bishop. Vor allem, sie hat ja auch kein Blind bekommen. Und deswegen ist sie unser erstes Ziel. Genau. Und sie hat eben am wenigsten Leben von allen und deswegen macht es durchaus Sinn, sie zuerst rauszunocken. Aber wie gesagt, dieser Kampf, es sind 160k, 170k Punch-Up. Genau. Bei einem Punch-Across ist es nochmal besser. Und trotzdem ist es wirklich RNG-mäßig hier ein bisschen zu beachten, dass man wirklich Glück hat. Wir hatten hier wirklich Glück mit den Blinds jetzt. Wenn man Pech hat und die Nachtschwester früh stirbt, wäre das ungut. So, wir machen weiter auf Kate Bishop Schaden mit der Basic von Elektra, weil die eine Blutung drauf haut und mit der Special werden positive Effekte entfernt, brauchen wir nicht. Genau. Danach geht es weiter mit der Ulti von White Tiger. Jetzt ist sie gleich dann erledigt. Die hat es noch überlebt. Überlegt hat sie auch. Ja, die hat auch überlegt. Jetzt kommt Daredevil dran. Die Ulti jetzt habe ich auf Miss Marvel gesetzt, weil er im Vorbeigehen jetzt Kate voll umgehauen hat.
Genau. Als nächstes dann voll Miss Marvel umhauen. Ja, also haben wir nur gemacht, weil sie schon so down ist, sonst hätten wir wieder Echo gefokust. Genau. Echo hat auch noch Blind drauf. Auch hier wieder die Basic von Elektra. Die Basic von Moonlight haben wir keine andere Wahl. Jetzt haben wir erstmal Cooldown auf alles. Und jetzt gehen wir auf Echo, weil sie halt noch ein sehr gefährlicher Charakter ist und das Blind ja dann auch demnächst ausläuft. Wichtig ist wirklich, dass man hier, das war jetzt schon mal falsch gerade. Wir hätten hier die Basic von der Nachtschwester schon auf America Chavez setzen können, um dann Slow auf sie drauf zu kriegen. Das machen wir in der nächsten Runde dann. Wobei, das hätte sie jetzt, glaube ich, entfernt, oder? Dann kommt jetzt das Slow auf America Chavez von der Basic von der Nachtschwester. Dann kann die nämlich schon nicht mehr angreifen. Und danach geht es wieder zurück auf Echo. Wir machen die Basic von Daredevil, weil wir Cooldowns haben. Basic von Elektra auch wieder, weil wir Blutungen lieber drauf haben wollen. Basic, Basic, Basic. Und dann können wir jetzt hier mit der Special sie voll aus dem Leben nehmen. Und danach könnt ihr euch entscheiden, der Charakter, der am schwächsten ist, würde ich dann bevorzugen. Wir haben jetzt America Chavez genommen. Und genau, das sollte jetzt eigentlich dann so voll auslaufen. Genau, also es ist jetzt ein 5 gegen 2 und das sollte dann am Ende auch erledigt sein. Aber es ist richtig spannend, dass ein schnelles Team, das auch wieder, die Shadowlands haben ja auch Mechaniken durch die negativen Effekte, leider ein bisschen RNG behaftet durch Moon Knights, ich mache irgendwas drauf. Aber der kriegt ja auch noch einen Fokusbonus, also auch bei neuen Charakteren kriegt er seine negativen Effekte drauf und entfernt die positiven. Was ziemlich cool ist am Anfang, mit Parieren wird es noch besser, weil er eben noch früher dran ist. Und ansonsten habt ihr mit der Nachtschwester sowohl einen Flip als auch einen Cleanse und mega viel Heal, also das ist schon ziemlich cool. Deswegen, das Team ist sehr gut geeignet, wie ihr seht, und als Puncher Cross sollte das eigentlich sehr solide möglich sein. Genau. So, wie ihr seht, der Kampf ist gewonnen. Shadowland 170k Punch-Up hat es einwandfrei erledigt. Das waren unsere beiden Tipps und Kontervideos. Wie gesagt, die Waffe X funktioniert ebenfalls, noch leichter sogar. Also gibt es 3 Teams, die ziemlich gut funktionieren. Infinity Watch würde ich tatsächlich nicht nehmen, weil die Young Avengers tatsächlich darauf ausgelegt sind, die Infinity Watch auseinanderzunehmen. Nämlich mit dem Hintergrund, dass Assists verhindert werden durch, ich glaube, Echo und somit Nebula nicht jedes Mal drankommt. Das ist schon nochmal, macht schon einiges aus. Also ich habe es probiert, das hat nicht funktioniert. Also man kann zwar 1 oder 2 Charaktere rausnehmen mit der Infinity Watch, aber man gewinnt den Kampf einfach nicht. Richtig. Genau. So, das war's von unserer Seite aus mit dem Kriegstutorial gegen die Young Avengers. Das funktioniert jetzt erstmal ein paar Wochen, bis die so stark sind, dass es nicht mehr funktioniert. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen. Gebt uns einen Daumen hoch und denkt ans Abo und ans Gewinnspiel und gerne auch in den Discord-Server joinen. Ist unten in der Videobeschreibung drin. Ansonsten, vielen Dank, macht's gut, eure Avengers. Ciao.